Im Oktober 25, schöner Herbst in Bayern, aber es wird Zeit, dass wir wieder wegkommen. Und Südamerika ist Ziel von unserer nächsten großen Reise. Weil bevor es richtig losgeht, schauen wir uns auf den Spuren der Entdecker einiges in Europa an. Das ist ein spannendes Vorprogramm, das ist unglaublich intensiv. Nur mit Handgepäck. Svenja hat hier eine Meisterleistung gebracht, für 2,5 Wochen alles in kleinen Koffer unterzubringen. Und das, obwohl sie vom Programm noch gar nicht alles weiß. Ich wollte sie da nicht überfordern, sonst fährt sie mir nicht mit. Also Humboldt, den wir immer geschätzt haben, der nicht nur ein großer Wissenschaftler war, der die Welt vollumfänglich verstehen wollte als gemeinsamen Kosmos, sondern der war auch noch ein großer Abenteurer, der eine spektakuläre Reise nach Südamerika unternommen hat, den Orinoco befahren hat, den Chimborazo hochgestiegen ist, ohne Ausrüstung im Eis. Und der Chimborazo ist übrigens der höchste Berg der Welt aus einem gewissen Aspekt. Wer das nicht glaubt, der kann es ja gerne mal nachgoogeln. Hier im fränkischen Bad Steben kommt der junge Humboldt an seine erste Arbeitsstelle nach seinem Studium als Bergbauingenieur, entwickelt neue Techniken, aber sieht man schon, dass er auch anderen Kalibers war. Er hat hier schon geforscht, Geologe war er, und er hat natürlich auch seinen Humanismus hier schon gezeigt, indem er sich um die Bergbauleute gekümmert hat. 1831. Also man muss sich das vorstellen, das ist ja bald fast wie der Berliner Flughafen. Also 38 Jahre haben sie an dem Stollen gebaut. Dann gab es natürlich das Gestein, das hier bei uns vorherrscht, ist Diabas. Also wir haben Schiefer oder Diabas vor allem.
Darwin als Biologen kennt jeder wegen seiner Evolutionstheorie, die er auf seiner Reise nach Südamerika entwickelt. Insbesondere in Galapagos hat er die zündende Idee. Traditionsbewusst wie die Engländer sind, existiert sogar die Postkutschenstation heute noch, wo Darwin aufgebrochen ist auf seine Reise als Hotel. Und auch der alte Stadtpark, wo er schon als Bub seine Käfer gesammelt hat, ist noch da. One's a mum and daughter. That red one is that red one's uncle. The small one. The small, she's nearly a year, but she's not grown very big. She's the oldest one. The black one. Zurück aus Südamerika verbringt er seine Zeit in seiner Heimatstadt, kauft sich ein Haus und lebt dort zurückgezogen, forscht an seinen Proben, kommuniziert mit jeder Menge Wissenschaftler weltweit und traut sich lange nicht, seine Theorie zu veröffentlichen. Ihm war ganz klar, wo er da überall aneckt, bei den Menschen und bei der Religion. Anders als Humboldt in Deutschland ist Darwin im englischen Kollektivgedächtnis allgegenwärtig. In London sehen wir ihn als Grundlage der Sammlung fürs Naturhistorische Museum und in Westminster Abbey ist er an prominentester Stelle direkt neben Isaac Newton begraben.
Greenwich ist ein wichtiger Ort für alle Entdeckungsreisenden. Hier haben die frühen Astronomen den Nullmeridian festgelegt, den Längengrad, nach dem sich heute noch alles richtet. So, yes, you need your latitude and your longitude. It's like X and Y on a maths chart, and that's where you are. Now, latitude is not a problem and has not been a problem for hundreds of years. It's been known about since 350 BC. Cambridge. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich aufwache. Darwin war weniger der Typ von einem Entdecker, er war mehr Wissenschaftler. Hier an seiner Uni in Cambridge kommt er dann aber mit den Werken von Humboldt in Berührung. Er liest die Reiseberichte aus der neuen Welt und hat dann das Glück, dass ihn 2 seiner Professoren weiterempfehlen und er kommt auf die Forschungsreise mit der Beagle nach Südamerika. Und da steht es doch auch. Humboldt. Shackleton steht mit seiner übermenschlichen Leistung zur Rettung seiner ganzen Mannschaft für alle anderen Polarforscher. Trotzdem bricht er nochmal in die Antarktis auf, stirbt dort jung an einem Herzinfarkt und wird auf der Insel Südgeorgien beerdigt. Mit etwas Glück kommen wir vielleicht hin. Und Feudales Frühstück. ein Scone ohne Butter und Marmelade. Lissabon, aber es sieht nicht so aus. Es regnet. Endlich. Die Jacke können wir ausziehen, die Sonnenbrille auf. Es riecht nach Meer.
gestern gab es schon leckeres Essen. Ein Tag in Lissabon und Streik, na bravo. Aber da lassen wir uns jetzt den Tag nicht verderben. Wir schauen das Kloster von außen an und dann schauen wir mal, ob das Museum offen hat. Gucken wir mal. Es gab hier immer das große Problem des Kap Bayador in der heutigen Westsahara. Da gibt es Strömungen im Norden, da konnte man in der Küstenschifffahrt schlecht rum. Und dann ist eben die erste Leistung 1434, dass man dieses Kap dann schafft und ins heutige Senegal kommt und dann anschließend die ersten Seefahrer dann Diaz und so weiter erreicht. Dann Diaz erreicht Kap der Guten Hoffnung heute und Vasco da Gama kommt schließlich als erster nach Indien auf das Idee. Die Portugiesen, als sie am Kap angekommen sind bei Namibia, da wo heute die stinkenden Seelöwen liegen, haben sie so eine Stele aufgebaut. Und die Deutschen haben es dann mitgenommen nach Berlin, als sie Namibia erobert haben oder kolonialisiert. Und das Original steht jetzt in Berlin. Der zweite Ort jetzt. Der erste wird bestreikt. Der zweite ist eingerüstet. Aber schön, dass wir hier sind, ist ein wichtiger Ort. Hier sind sie losgefahren. Vor 500 Jahren. Mutiger Ort, mutige Leute. Wir sind heute nicht so mutig. Was wir machen, ist eher Kaffee fahren. We will soon be landing at San Pablo Airport in Sevilla. Und Svenja, zur Abwechslung gehen wir jetzt wohin? Marinemuseum. Das ist ganz was Neues. Ja. Ganz schön hier, da steht, das ist zum Gedenken an die Rückkehr der Magellan-Expedition zu Ehren des höchsten Königs. Natürlich freut er sich zu sagen, dass es ihm gelungen ist, die Erde in der Rundung komplett überrundet zu haben, die gesamte Rundung der Erde erkundet zu haben, indem er nach Westen gesegelt ist und im Osten wieder zurückkommt. Der Juan Sebastian Elcano, der es dann geschafft hat, als erster die Welt zu umrunden. Respekt.
Das Königliche Archiv für die 9 Länder besteht bis heute. Das war die Stelle, wo alle Informationen zusammengetragen wurden, natürlich hochgeheim. Danach sehen wir uns noch die Kathedrale an, eine der prunkvollsten und größten der Christenheit. Wir haben da immer ein gemischtes Gefühl damit. Wir sehen das Leid der Länder, die damit ausgebeutet wurden. Am besten gefällt uns eigentlich der maurische alte Teil der Kathedrale. Schauen wir uns im Museum die wunderbaren Werke von Murillo an. Das ist mit das Beste, was es gibt. Die Innigkeit und Verbundenheit, die er da demonstriert hat mit seiner Malerei, die sieht man sonst vielleicht nirgends. Heute Abend noch in die Oper und was für ein Glück wir haben. An nur einem Abend spielt Jordi Savall ein Barockprogramm mit südamerikanischer Barockmusik aus Peru. Und die Svenja kommt sich auch schon im Dschungel vor. Die ist schon, die ist schon in Südamerika angekommen. Und man glaubt es nicht, wahrscheinlich unser letztes Marinemuseum, in das wir gehen. Svenja, was meinst du? Das ist hier jetzt mal das schönste Modell der Vittoria, des Schiffes, mit dem der Magellan um die Welt gesegelt ist. Ganz wunderbar. Hier im Hafen von Barcelona gibt es dann auch das eine oder andere Schifferl. Das dunkelblaue hier, das hat sich ursprünglich Bill Gates bauen lassen, 5 Jahre Bauzeit. Aber wollte es dann nicht haben, hat es einen kanadischen Milliardär verkauft. Und heißt Breakthrough, und das ist insofern ganz interessant, weil es das erste Schiff in der Größe ist, also die erste Mega-Yacht, die mit Wasserstoff fährt. Registriert ist es natürlich in Bahamas, das spart Steuern, ist auch klar. Da steht der Christopher Columbus an prominenter Stelle in Barcelona. Spanien hält ihn auch heute noch hoch. Kolumbus zeigt seinen Plan auf der Erdkugel den gelehrten Padres, die da ganz andächtig natürlich zuhören und ganz interessiert an seinem Plan sind. Und das gefällt mir natürlich jetzt gut. Der Padre zeigt den Königen den Christopher Columbus mit seinem schönen Pagenkopf, wie er die Mütze abgenommen hat und sagt, schaut's mal her, hier habe ich einen für euch, der hat eine gute Idee. Das ist ein entscheidender Moment, wo er zurückkommt nach Spanien. Ja. Also er kommt zurück, küsst der Isabella die Hand. Der König schaut im Hintergrund ganz interessiert und er sagt, ich hab's für euch erobert. Euch gehört's. Hier im offiziellen Fußballladen, da ist das Verhältnis ganz gut dargestellt, das ist völlig richtig.
Rechts der FC Bayern und links Paris Saint-Germain. Und da sieht man schon, dass mir das Größenverhältnis passt. Und dann auch, wenn man genau hinschaut, natürlich 5 Sterne auf der Brust. Bei Paris sieht man noch nicht so viele Sterne. Das ist ein schönes Zeichen für unsere Reise. Am Ende hier in Barcelona, bevor es aufs Schiff geht, hängt hier am wunderbaren sonnigen Platz die Flagge Uruguays. Da geht es jetzt hin.